possess me, but I'm happy that he did. Cause this song is feeling special and he's gonna make me rich. Yeah, the words are spilling out. What the heck is this about? Mit Who the Hell is Edgar geht Österreich also in Liverpool an den Start. Die beiden Künstlerinnen Theodora Spiric und Selina Maria Edbauer darf ich jetzt schon bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Der Song, den Sie beide miteinander geschrieben haben, hat ja auch eine feministische Botschaft. Was wollten Sie damit ausdrücken? Für uns ist es eigentlich schon ein Statement in sich, dass wir das zusammen machen. In einer Branche, wo man eigentlich erwartet, dass Frauen in einer Konkurrenz zueinander stehen. Und wir eben als Beispiel vorangehen, dass man sich eben unterstützen soll und dass das Women Support Women eigentlich unglaublich wichtig ist, vor allem in einer Branche, in der wir arbeiten. War das eigentlich eine sehr bewusste Entscheidung, eine politische Message mit in den Song hineinzunehmen, oder ist das im Entstehungsprozess irgendwie passiert? Das ist im Entstehungsprozess so passiert. Wir haben wirklich an dem Tag uns eigentlich auf einen anderen Song konzentriert gehabt, weil wir an so einem ESC-Camp teilgenommen haben, an einem tschechischen. Und wir haben uns da zusammengesetzt und für mich eigentlich einen Song geschrieben. Und dann auf einmal hatten wir noch eine Stunde Zeit und haben uns dann auf diesen Song konzentriert. Und ja, das ist dann einfach so passiert. Es wäre ein Geist durch uns durch. Also es war eigentlich durch den Prozess. Wir haben im Endeffekt eigentlich nur einen Song geschrieben und unsere persönlichen Erfahrungen in den Song gesteckt. Und nicht unbedingt im Hinterkopf gehabt, wir möchten jetzt eine politische Message rüberbringen. Also es war komplett unerzwungen und es hat sich eben zu dem entwickelt und wir stehen natürlich zu 100% dahinter. Welche Erfahrungen sind es denn ganz konkret, die Sie da in dem Song verarbeitet haben? Ja, grundsätzlich mal die, dass man als Songwriterin oder auch generell als Musikerin die Erfahrung macht, dass man, wenn man in einem Raum voller Männer ist, dass man sich manchmal halt auch einfach so ein bisschen fehl am Platz fühlt oder sich beweisen muss oder möchte, damit man halt ernst genommen wird. Und das ist halt leider immer noch ein Thema, fast in jeder oder eigentlich in jeder Branche so. Aber wir haben unsere persönliche Erfahrung eben als Songwriterin und als Sängerin damit reingepackt, genau. In dem Song stellen Sie ja den Schriftsteller Edgar Allan Poe als tatsächlichen Autor des Songs dar. Wieso genau er? Es hat sich eigentlich so entwickelt. Im Endeffekt hat sich das so gefügt, dass Edgar Allan Poe eben der allererste Schriftsteller war, der nur vom Schreiben gelebt hat und dadurch ein finanziell schwieriges Leben hatte. Und das ist etwas, mit dem wir uns auch ein bisschen identifizieren können. Ist natürlich ein Thema als Musiker in dem Business. Aber wir tun das mit einem Augenzwinkern und stellen Edgar Poe eben als Ghostwriter dar. Weil eben auch ein bisschen so diese Message da ist, oder die Satire von dem, wir waren das ja nicht selber, sondern das muss ein Mann gewesen sein. Die Nummer, mit der Conchita Wurst 2014 den ESC für Österreich gewonnen hat, hatte ja auch eine starke Message in sich. Glauben Sie, dass es Ihre Gewinnchancen erhöht, wenn der Song ein Statement setzt und eben eine gewisse Ernsthaftigkeit auch hat? Ich glaube, es ist eher die Authentizität von dem Ganzen, die uns vielleicht verhelfen könnte, ein gutes Ergebnis zu erzielen, als jetzt erzwungen, einfach eine Message rüberzubringen. Das sind wir auch nicht. Wir sind komplett authentisch und das vertreten wir jetzt auch eigentlich komplett als 100% wir. Man merkt das ja auch sofort, wenn ein Song irgendwie so in eine Richtung gedrängt wird. Ja, ich finde, dass es dass es natürlich rüberkommt, ja, so wie wir das gebracht haben. Alles andere wäre auferzwungen gewesen. Sie haben ja beide schon recht viel Erfahrung im Musikbusiness sammeln können. Sie haben beide auch an der Castingshow Starmania teilgenommen. Was würden Sie denn sagen, welche persönlichen Erfahrungen in diesem bisherigen Werdegang in dieser Branche haben Sie denn am meisten geprägt? Ich glaube, wir sind beide ein wenig tougher geworden. Wir sind beide in das Business sehr jung eingetreten und auch sehr naiv, wenn ich das so sagen darf. Und durch die ganzen Erfahrungen, die wir gemacht haben, haben wir gelernt, einfach unsere Meinung zu sagen, unsere Meinung zu vertreten und auch zu 100% hinter uns zu stehen und uns nicht einreden zu lassen. Und ich glaube, seitdem wir das machen, sind auch die Leute um uns komplett offen dafür, dass wir einfach eine Message vertreten und zu 100% wir sind. Die Anweisung, die wir immer bekommen, ist, seid einfach ihr selber und das funktioniert schon so. Und ich glaube, seitdem fühlen wir uns auch viel freier. Ja, man lässt sich einfach nicht mehr manipulieren oder verbiegen. Man wird ja auch in irgendeine Nische gedrängt als Frau, dass man halt so und so sein soll, dass man so aussehen soll, dass man sich so benehmen soll. Ja, nicht zu crazy, ja, nicht zu verrückt. Und wir sind halt einfach, wir sind wir selber. Wir dürfen diese crazy Seite gerade ausleben. Das ist das Schöne beim ESC auch, dass man sich nicht verstellen muss. Und das genießen wir gerade extrem.
Sie haben schon mehrfach in Interviews gesagt, dass es Ihnen ganz wichtig ist, authentisch zu sein. Wie sieht denn Ihr authentisches Ich aus, ganz konkret? Wir nehmen uns einfach nicht so ernst, glaube ich. Das merkt man auch im Musikvideo. Und genau, ich glaube, wir haben sehr lange irgendwie versucht, in das Normbild einer Frau zu passen. Und mittlerweile sind wir einfach wir selbst und haben Spaß dran und stehen auch zu dem, was wir sagen und was wir tun. Und wir stehen auch zu 100% hinter unserem Song. Und ich glaube, deswegen prallt auch Negatives auch voll an uns ab, weil das uns einfach nicht mehr berührt. Wir sind einfach zu 100% wir. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mir vor ein paar Wochen noch einen Schnurrbart anklebe. Aber ich lieb's. Und wie der Song ankommt, sehen wir dann jedenfalls am 11. Mai beim Semifinale in Liverpool. Alles Gute dafür und vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank, danke.